Vergiss alles, was du über saubere Energiefahrzeuge zu wissen glaubtest. Denn Toyota hat gerade einen gewaltigen Schlag gegen die Elektroautowelt gelandet. Während die Welt sich im Stromrausch befindet, arbeitet Toyota still und leise an etwas noch Kühnem: Wasserstoff. Kein leiser Wandel, sondern eine Revolution mit Vollgas. Dabei geht es nicht nur darum, Diesellaster zu ersetzen, es geht darum, einen lautlosen Sturm zu entfesseln, der die gesamte Zukunft des Transports neu gestalten könnte. Stell dir blitzschnelles Tanken, lange Reichweiten und eine Planet-zuerst-Einstellung ohne Wartezeit vor. Bist du bereit? Der Wasserstofftraum beginnt. Toyotas Wasserstoffreise begann nicht erst gestern. Sie begann im Jahr 1992, als der Großteil der Welt noch nie etwas von emissionsfreien Träumen gehört hatte. Während andere noch an Spritfressern festhielten, wagte Toyota es, sich eine Zukunft vorzustellen, in der saubere Luft und coole Fahrzeuge Hand in Hand gehen könnten. Das war kein flüchtiges Experiment, es war Liebe auf den ersten Wasserstoffhauch. Im Jahr 1996 wurde diese Leidenschaft mit dem Rafale FCV zum Leben erweckt, ihrem allerersten wasserstoffbetriebenen Helden. Basierend auf dem klassischen RAV4 war dieser leise Rebell nicht nur ein Wissenschaftsprojekt, er war der Beweis, dass ein Auto mit dem leichtesten Element des Universums fahren konnte und dabei Eindruck machte. Aber seien wir ehrlich, es war kein leichter Weg. Hinter den Kulissen arbeiteten Toyotas Ingenieure wie besessen daran, Rätsel um Rätsel zu lösen. Wie speichert man etwas so Explosives wie Wasserstoff sicher? Wie entwickelt man einen Brennstoffzellenstapel, der schnurrt wie ein Kätzchen und brüllt wie ein Biest? Es brauchte Mut, Genialität und unzählige schlaflose Nächte. Aber der RAV4 FCV wurde zu ihrem Aha-Moment. Die Welt sah plötzlich, dass sauberes, grünes Fahren keine Fantasie war. Es rollte direkt aus Toyotas Garage. In den späten 90er Jahren und bis ins neue Jahrtausend hinein gab Toyota nicht einfach nur Gas. Sie beschleunigten. Sie investierten groß, arbeiteten mit klugen Köpfen und Politikern zusammen und testeten Wasserstofftechnologie in allem. Von kleinen Flitzern bis zu mächtigen Trucks. Im Jahr 2002 präsentierten sie den FCHV, eine mutige Mischung aus Brennstoffzellen und Hybridtechnik, die sich wie eine Postkarte aus der Zukunft anfühlte. In den folgenden 10 Jahren reisten sie mit Prototypen rund um die Welt, beeindruckten Menschenmengen und arbeiteten mit Regierungen zusammen, um Tankstellen zu bauen, die diese Vision Wirklichkeit werden lassen. Toyota baute nicht nur Autos, sie bauten die Zukunft, ein Wasserstoffmolekül nach dem anderen. Einführung des Mirai, ein Wasserstoffmeilenstein. All die Jahre voller harter Arbeit, Tests und kühner Ambitionen zahlten sich schließlich im Jahr 2014 aus, als Toyota den Mirai vorstellte, das erste Wasserstoffauto, das man tatsächlich kaufen konnte. Kein Konzept mehr, kein Traum der Zukunft. Der Mirai war Realität und brachte die Automobilwelt ins Wanken. Trotz großer Herausforderungen wie begrenzter Wasserstofftankstellen und harter Konkurrenz durch batterieelektrische Fahrzeuge zögerte Toyota nicht. Im Gegenteil, sie verdoppelten ihren Einsatz. Sie brachten Wasserstofftechnik in Lastwagen, Busse und bauten globale Partnerschaften auf, um ein weitreichendes Wasserstoffnetz zu schaffen. Für Toyota ist Wasserstoff nicht einfach nur ein Treibstoff, es ist eine Mission, eine saubere, grüne Alternative, um uns in eine bessere, nachhaltigere Zukunft zu führen. Was also macht den Mirai so bahnbrechend? Schauen wir genauer hin. Lernen wir den Toyota Mirai kennen. Sein Name bedeutet auf Japanisch buchstäblich Zukunft. Und seinem Namen alle Ehre machend wurde er zum ersten mittelgroßen wasserstoffbetriebenen Fahrzeug der Welt, das an die breite Öffentlichkeit verkauft wurde. Als er auf der Los Angeles Auto Show im Jahr 2014 vorgestellt wurde, zeigte er nicht nur ein cooles Design, er zeigte Toyotas volle Verpflichtung zur sauberen Technologie und emissionsfreiem Fahren. Doch der Mirai entstand nicht aus dem Nichts. Seine DNA reicht zurück zu früheren Toyota-Konzepten wie dem FCVA, gezeigt im Jahr 2011, und dem FCV-Konzept 2013. Dieses Konzeptfahrzeug, geformt wie ein Wassertropfen, symbolisierte die Reinheit der Wasserstoffkraft. Und das war nicht nur Show. Was kommt aus einem wasserstoffbetriebenen Auto heraus? Nichts außer Wasserdampf. Keine Abgase, keine Verschmutzung, nur H2O. Geboren aus dieser Vision erschien der Mirai wie ein grüner Stern auf der Straße. Der große Kühlergrill
und das intelligente Luftstromdesign des FC-Valve-Konzepts hielten die Brennstoffzellen kühl und effizient. In der Größe vergleichbar mit einem Toyota Camry wirkte er vertraut und praktisch. Aber unter der Haube steckte futuristische Technologie. Toyota behauptete, dass der Mirai mit einer einzigen Tankfüllung bis zu 700 Kilometer oder etwa 430 Meilen fahren könne, was ihn mit vielen benzinbetriebenen Autos vergleichbar machte. Doch das wahre Wunder lag im Inneren. Das verbesserte Brennstoffzellensystem lieferte über 100 Kilowatt Leistung und war gleichzeitig kompakter und leichter als je zuvor. Toyota entwickelte sogar seinen eigenen Brennstoffzellen-Stack und installierte 2 Hochdruck-Wasserstofftanks unter einer speziell entwickelten Karosserie. Das Ergebnis? Ein geräumiges, komfortables Auto mit 4 Sitzen, das sich fährt wie eine leise, effiziente Maschine aus der Zukunft. Toyota baute nicht einfach nur ein Auto. Sie starteten eine Bewegung. Und der Mirai war ihr leuchtendes, emissionsfreies Flaggschiff. Und das ist erst der Anfang. Erschwingliche Innovation. Es wurde erwartet, dass es 95% weniger kosten würde als Toyotas FC-V-Modell aus dem Jahr 2008. Ein riesiger Gewinn in Sachen Erschwinglichkeit. Als der Mirai im Jahr 2015 auf den Markt kam, hatte Toyota einige ihrer bewährten Hybridtechnologien integriert, wie den Elektromotor und die Leistungssteuereinheit aus ihrer Hybridreihe, was ihn zuverlässig, effizient und zu einem echten Gamechanger machte. Toyotas FC-V-Konzept war eine geniale Mischung aus Technologien, die in allen Fahrsituationen wunderbar funktionierten. Im langsamen Stadtverkehr verhielt es sich wie ein normales Elektroauto und zog Energie aus seiner Batterie, die beim Abbremsen durch regeneratives Bremsen aufgeladen wurde. Aber wenn man einen schnellen Schub an Geschwindigkeit oder zusätzliche Leistung brauchte, sprangen die Wasserstoff-Brennstoffzellen ein und trieben den Elektromotor direkt an. Die Batterie und die Brennstoffzellen arbeiteten zusammen wie Superhelden, vereinten ihre Kräfte für eine sanfte, spritzige Fahrt. Bis Juni 2014 hatte Toyota das FC-V so weit perfektioniert, dass es für den realen Einsatz bereit war, veröffentlichte Preisdetails für Japan und setzte ein Veröffentlichungsdatum vor April 2015 fest. Sie begannen in Regionen, in denen Wasserstofftankstellen gebaut wurden, um diese Fahrzeuge betanken zu können. All diese harte Arbeit führte zum Mirai, dem Wasserstoff-Star der ersten Generation, mit dem Codenamen YP10. Er kam im Dezember 2014 auf den Markt und blieb bis 2020 im Einsatz. Eine Kombination aus Toyotas modernster Brennstoffzellentechnologie und hybriden Tricks. Der Mirai kam mit einem einstufigen Getriebe und einer kleinen, aber starken 1,6 Kilowattstunden Nickel-Metallhydrid-Batterie. Laut den Tests der US-amerikanischen EPA konnte er 502 Kilometer, also 312 Meilen, mit einer einzigen Tankfüllung fahren. Ziemlich beeindruckend. Im Kern befand sich das Toyota Fuel Cell System TFCS, eine elegante Kombination aus Brennstoffzellen und Hybridtechnologie, mit einem speziell entwickelten Brennstoffzellen-Stack, einem Boost-Konverter und Hochdruck-Wasserstofftanks. Es lief extrem effizient und stieß keinerlei Kohlendioxid oder andere schädliche Substanzen aus, nur sauberes Wasser. Leistung und Komfort. Das clevere System des Mirai ermöglicht es ihm, in nur 9 Sekunden von 0 auf 97 Kilometer pro Stunde, das sind etwa 60 Meilen pro Stunde, zu beschleunigen. Ziemlich flott. Außerdem dauert das Betanken mit Wasserstoff nur 3 bis 5 Minuten. Viel schneller als das Laden eines Batterieautos. Er hat sogar einen H2O-Knopf, mit dem man überschüssigen Wasserdampf ablassen kann. Das Einzige, was bei der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff in der Brennstoffzelle ausgestoßen wird. Der Brennstoffzellen-Stack des Mirai ist ein echtes Highlight und nutzt ein cooles 3D-Mesh-Design, das den Sauerstoff perfekt über die Oberflächen verteilt. Dieser Trick macht ihn extrem effizient bei der Stromerzeugung, während er gleichzeitig kompakt und leistungsstark bleibt. Die Hochdruck-Wasserstofftanks des Mirai sind extrem robust, gefertigt aus einem 3-schichtigen Aufbau aus kohlefaserverstärktem Kunststoff und Nylon von UB Industries. Sein Elektromotor, entnommen aus Toyotas Hybrid Know-how, liefert 113 Kilowatt Leistung und 335 Newtonmeter Drehmoment, kombiniert mit einer Nickel-Metallhydrid-Batterie, wie der im Camry Hybrid. Sicherheit ist ebenfalls ein großes Thema. Toyota hat den Mirai intensiv im Higashi Fuji Technical Center Crash-Tests unterzogen. Die Karosserie verwendet Kohlefasermaterialien,
um Aufprallenergie zu absorbieren und zu verteilen, damit alle Insassen geschützt bleiben. Zusätzlich gibt es überall Wasserstoffsensoren, die Lecks erkennen und die Tanks bei Bedarf schnell abschalten können. Die Tanks befinden sich außerhalb des Fahrgastraums, sodass entweichender Wasserstoff gefahrlos entweichen kann. Das gesamte System wurde entwickelt, um sowohl die Personen im Fahrzeug als auch die wichtigsten Fahrzeugkomponenten zu schützen. Aber das ist noch nicht alles. Der erste Mirai war nur der Anfang. Sein Erfolg ebnete den Weg für den Mirai der zweiten Generation. Und Toyota steht erst am Anfang dieses Wasserstoffabenteuers. Toyota legte mit dem Mirai der zweiten Generation nach, der im Oktober 2019 mit dem Modellcode JP20 vorgestellt wurde und im Dezember 2020 in Produktion ging. Gebaut auf Toyotas moderner globaler TNGA-Architektur, verfügt dieser Mirai über einen Heckmotor und Hinterradantrieb, was das Fahrerlebnis agiler und spaßiger macht. Diese neue Anordnung sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung und schafft mehr Platz im Innenraum für eine bequemere Fahrt. Unter der Haube liefert der verbesserte Brennstoffzellenantrieb 182 Pferdestärken und 300 Newtonmeter Drehmoment, deutlich mehr Kraft als der erste Mirai. Das bedeutet schnellere Beschleunigung und ein dynamischeres Fahrgefühl, bei gleichzeitig umweltfreundlichem Charakter. Der Elektromotor arbeitet mit einem einstufigen Getriebe und einer kleinen Lithium-Ionen-Batterie zusammen und erweitert die Reichweite auf beeindruckende 647 Kilometer, also 402 Meilen, mit einem einzigen Wasserstofftank. Mit Dry Tanks, die zusammen 141 Liter fassen, kann man länger fahren, ohne nachzutanken. Perfekt für alle, die umweltfreundlich unterwegs sein wollen, ganz ohne Umstände. Luxus trifft Nachhaltigkeit. Das schlanke, moderne Design des Mirai ist nicht nur Show, es wurde für Aerodynamik und den täglichen Gebrauch entwickelt. Im Inneren fühlt es sich an wie eine Luxus-Lounge, ausgestattet mit hochwertiger Technologie und komfortablen Features. Seit März 2023 hat Toyota ein neues Infotainment-System hinzugefügt, das mit einer super einfachen Benutzeroberfläche für Konnektivität sorgt. Außerdem ist Toyotas Teammate-Fahrerassistenzsystem der Stufe 2 an Bord, das freihändiges Fahren auf bestimmten Straßen ermöglicht und sogar beim Einparken mit intelligenter Hilfe unterstützt, für mehr Sicherheit und weniger Stress beim Fahren. Sicherheit? Der Mirai hat das im Griff und erhielt im September 2021 eine 5-Sterne-Bewertung von Euro NCAP. Seit seiner Markteinführung ist er ein Erfolg und erreichte bis November 2022 weltweit 21.475 Verkäufe. Dieses Auto beweist, dass Toyotas Wasserstoffvision groß abliefert, stilvoll, leistungsstark und gleichzeitig umweltfreundlich. Besonders in den Vereinigten Staaten kommt der Mirai gut an. Dort wurden 11.368 Einheiten verkauft, dicht gefolgt von Japan mit 7.435 und weiteren 2.622 in anderen Teilen der Welt. Klar, diese Zahlen klingen vielleicht nicht riesig, aber Wasserstofftechnologie steckt noch in den Kinderschuhen. Es wird noch ein wenig Zeit brauchen, bis sie sich großflächig durchsetzt. Trotzdem hat der Erfolg des Mirai Toyota motiviert, das Thema Wasserstoffauto weiter voranzutreiben. Und Toyota bleibt nicht beim Mirai stehen. 2 brandneue Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge, FCE-Fass, sind in Arbeit, um die Modellpalette aufzumischen. Außerdem bekommt der Mirai selbst ein Update. Einige Fans hatten Kritikpunkte an der aktuellen Version, wie etwa zu wenig Platz im Innenraum und ein kleiner Kofferraum. Deshalb verbessert Toyota genau das mit einem geräumigeren, praktischeren Interieur, das dennoch den stylischen Look und die spritzige Performance des Mirai bewahrt. Dieses Upgrade zeigt, dass Toyota auf seine Fahrer hört und das Fahrerlebnis stetig weiterentwickelt. Die sportliche Revolution. Mirai Sport. Ein spannender Neuzugang ist der Toyota Mirai Sport. Eine aufgepeppte Version mit einem kühnen, sportlichen Flair. Er hat einen markanten Look mit neuer Stoßstange, schwarzen Zierleisten und einem Heckdiffusor, der nicht nur cool aussieht, sondern dem Auto auch hilft, bei hohen Geschwindigkeiten besser auf der Straße zu liegen. Toyota überarbeitet zudem Fahrwerk und Antriebsstrang, um ein schärferes Handling und ein kräftigeres Fahrgefühl beim Beschleunigen oder in Kurven zu bieten. Mit mehr Pferdestärken ist er schneller beim Anfahren und vereint umweltfreundliches Fahren mit dem Nervenkitzel.
der sowohl Öko-Fans als auch Tempoliebhaber begeistert. Aber das ist noch nicht alles. Lernen Sie den Toyota Crown FCEV kennen. Eine elegante viertürige Limousine mit Frontmotor und Hinterradantrieb, die sich traumhaft fahren lässt. Dieses stilvolle Fahrzeug kombiniert sanftes Fahrverhalten mit Wasserstoffantrieb und zeigt, dass Toyota bereit ist, die Zukunft mit Stil und Selbstbewusstsein anzugehen. Der Toyota Crown FCEV kommt in zwei großartigen Varianten, als Hybrid und als wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenversion. Das Brennstoffzellenmodell übernimmt dieselben Hightech-Elemente wie der Mirai der zweiten Generation, einschließlich 3 Hochdruck-Wasserstofftanks, die ihm eine beeindruckende Reichweite von 820 Kilometern, also etwa 509 Meilen, mit nur einer Tankfüllung ermöglichen. Noch besser, das Auftanken dauert nur 3 Minuten und löst damit eines der größten Bedenken bei Wasserstoffautos. Es nutzt eine Lithium-Ionen-Batterie, die mit dem Elektromotor zusammenarbeitet und nahtlos zwischen Wasserstoff- und Elektroantrieb wechselt, für eine Fahrt, die sowohl kraftvoll als auch mühelos ist. Innen ist die Kabine des Crown purer Luxus. Man denkt an erstklassige Materialien und eine Gestaltung, die für alle Insassen äußerst komfortabel ist. Das Fahrzeug ist mit einem hochwertigen Infotainment-System ausgestattet, das leicht zu bedienen ist, sowie mit erstklassigen Klang- und Konnektivitätsoptionen, die jede Fahrt zum Vergnügen machen. Sicherheit wird ebenfalls großgeschrieben, mit einer Vielzahl intelligenter Fahrerassistenzfunktionen, die Schutz und Kontrolle gewährleisten. Die Crown-Limousine präsentierte sich erstmals als Vorserienmodell im Juli 2022, kam am 2. November 2023 auf den japanischen Markt und startete am 13. November durch. Mit dem Ziel, 600 Einheiten pro Monat zu verkaufen. Wasserstoff Comeback in China. Toyota behält den Crown nicht für sich. Er kommt auch nach China. Nachdem Toyota die 14. Generation des Crown im Jahr 2020 aus China zurückgezogen hatte, kündigte das Unternehmen im November 2020 ein großes Comeback an. Ein Modellprototyp wurde auf der Guangzhou Auto Show im Dezember 2022 gezeigt. Und ein funktionierender wasserstoffbetriebener Prototyp war der Star auf dem Fuji Speedway während des 24-Stunden-Endurance-Rennens 2023. Im April 2024 wird er in China mit 2 schicken Versionen, Premium und Extreme, auf den Markt kommen und Luxusautofans in diesem riesigen Markt begeistern. Der Toyota Crown sorgt in China für großes Aufsehen und zeigt, wie sehr sich die Menschen in einem Land, in dem Elektrofahrzeuge früher das umweltfreundliche Fahren dominierten, inzwischen für wasserstoffbetriebene Autos begeistern. Die Beliebtheit des Crown beweist, dass die Menschen sich zunehmend mit Wasserstofftechnologie anfreunden. Käufer sind begeistert vom ultraschnellen Tanken, nur wenige Minuten, und der größeren Reichweite mit einer einzigen Tankfüllung im Vergleich zu vielen Elektroautos. Im knallharten chinesischen Automarkt stiehlt der Crown allen die Show. Die Menschen dort sind fasziniert von seiner beeindruckenden Leistung, der edlen Technik und der perfekten Mischung aus Luxus und Umweltfreundlichkeit. Besonders gut kommt er in Großstädten an, wo immer mehr Wasserstofftankstellen entstehen und das Tanken einfacher machen. Chinesische Fahrer sehen ihn als smarte, still full of all, die trotzdem hohe Umweltstandards erfüllt. Je mehr Menschen die Vorteile von Wasserstoff erkennen, wie seine Umweltfreundlichkeit und hohe Effizienz, desto beliebter werden Fahrzeuge wie der Crown. Außerdem, angesichts von Sorgen über Batterieknappheit, komplizierte Lieferketten und die problematische Seite des Lithiumabbaus für Elektrofahrzeuge, erscheint Wasserstoff als frische, spannende Alternative. Die Begeisterung wächst, dass Wasserstoffautos den Elektrofahrzeugen ernsthaft Konkurrenz machen könnten, besonders in Regionen, in denen schnelle Boxenstopps und lange Fahrten entscheidend sind. Mal ehrlich, das Tanken in wenigen Minuten ist unschlagbar für alle, die Komfort ohne Kompromisse wollen. Wasserstoff gegen Elektro, das grüne Technikduell. Wenn es um Elektrofahrzeuge geht, wirken wasserstoffbetriebene Autos wie der Toyota Crown zunehmend wie die Zukunft, und die Welt fängt an, genau hinzuschauen. Toyota setzt voll auf Wasserstoff und meint es ernst. Sie erweitern nicht nur ihr Angebot an wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen, sondern investieren auch massiv in den Ausbau der Tankstelleninfrastruktur. Das macht Wasserstofffahrzeuge alltagstauglicher und für normale Fahrer attraktiver. Mit wachsender Begeisterung und staatlicher Unterstützung für Wasserstofftechnologien scheint es, als könnten diese Fahrzeuge bald überall zu finden sein.
in direkter Konkurrenz zu Elektroautos um den Spitzenplatz. Aber was ist mit der Umwelt? Schauen wir genauer hin. Wasserstoffautos versus Elektrofahrzeuge. Welches ist der wahre Umweltheld? Beide Technologien helfen beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und beim Umstieg auf saubere Energie. Sowohl batterieelektrische Fahrzeuge, BEVs, als auch Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge, FCEVs, haben ihre eigenen Stärken und Herausforderungen. Also werfen wir einen Blick auf die Details. Umwelt, Sicherheit und nötige Infrastruktur. Klar ist, beide fördern die Energiesicherheit und reduzieren den CO2-Ausstoß. Wenn sie mit erneuerbaren Energien wie Sonnen- oder Windkraft betrieben werden, helfen sie uns, unabhängiger vom Öl zu werden und die Luft zu reinigen. Das ist kein einfacher Tausch eines begrenzten Brennstoffs gegen einen anderen. Das ist ein echter Umbruch hin zu unerschöpflicher Energie. Genau deshalb spielen BEVs und FCEVs eine Schlüsselrolle auf dem Weg zu einer klimaneutralen Welt. Keines der beiden Fahrzeuge verursacht Emissionen aus dem Auspuff. Ein riesiger Pluspunkt für sauberen Verkehr. Aber Vorsicht, wie grün sie wirklich sind, hängt davon ab, wie der Strom oder der Wasserstoff erzeugt wird. Strom aus Kohle oder Wasserstoff aus Erdgas. Nicht ideal. Erneuerbare Energiequellen? Genau das brauchen wir. Der Umstieg auf BEVs und FCFs ist allerdings kein Selbstläufer. Wir brauchen unzählige Ladestationen für BEVs und Wasserstofftankstellen für FCEVs. Und das bedeutet große Investitionen. Kluge Planung und Zusammenarbeit zwischen Staat, Industrie und Verbrauchern. BEVs und FCEVs sind beide zukunftsweisend, aber sie müssen noch einige Kinderkrankheiten überwinden, bevor sie zum Standard werden. Bei BEVs liegt der Fokus auf leistungsstärkeren Batterien für längere Reichweiten und kürzere Ladezeiten. Bei FCEVs geht es darum, die Wasserstoffproduktion günstiger zu machen und die Tankstellendichte zu erhöhen. BEVs punkten derzeit mit schneller Beschleunigung, leiser Fahrt und einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. FCEVs dagegen glänzen mit größerer Reichweite und extrem kurzer Betankungszeit, sind dafür aber aufwendiger und teurer in der Herstellung. Wie grün sie sind, hängt stark von der Energiequelle ab. Elektroautos können wahre Umweltstars sein, wenn sie mit Wind- oder Solarstrom geladen werden. FCEVs hingegen nutzen derzeit meist Wasserstoff aus Erdgas, dabei entsteht CO2. Kein gutes Bild. Deshalb ist grüner Wasserstoff hergestellt aus erneuerbaren Energien ohne Emissionen. Das große Ziel. Aktuell gewinnen Elektroautos das Rennen in Sachen Beliebtheit, dank besserer Technologie und eines weit verbreiteten Ladenetzes. Der Boom ist nicht mehr aufzuhalten. Große Automarken investieren kräftig in die Elektromobilität und der Markt wächst explosionsartig. Um das Wachstum zu sichern, braucht es ein zuverlässiges Netzwerk aus Ladestationen. Das bedeutet große Pläne und große Summen für erneuerbare Energien. Stabile Stromnetze und Ladesäulen an jeder Ecke. Niemand will beim Fahren Angst haben, plötzlich ohne Strom dazustehen. Eine gute Infrastruktur macht Schluss mit dieser Sorge. Batterien sind das Herzstück von Elektroautos und sie entwickeln sich rasant. Lithium-Ionen-Batterien und neue Festkörpervarianten verlängern die Reichweite und verkürzen die Ladezeit. Ein echter Gewinn für alle, die auf umweltfreundliche Mobilität umsteigen wollen. Energiespeicherung ist ebenfalls entscheidend für BEVs. Sie sorgt dafür, dass auch bei hoher Nachfrage genug Strom vorhanden ist. Wenn mehr Menschen auf Elektro umsteigen, wird das immer wichtiger. Vernetzt ins Stromnetz eingebunden. Können E-Autos sogar als kleine Stromspeicher dienen und so das Netz stabilisieren und Städte grüner machen. Ein nachhaltiges Ökosystem für E-Mobilität braucht nicht nur Ladestationen, sondern auch Werkstätten und Serviceangebote, um die Fahrzeuge in Schuss zu halten. Es geht darum, Elektromobilität einfach, bequem und attraktiv zu machen für alle. Grüner Wasserstoff und die Zukunft der Mobilität. Wenn wir über die Zukunft des sauberen Fahrens sprechen, stehen Elektrofahrzeuge oft im Rampenlicht. Doch Wasserstoffautos haben einige ernstzunehmende Vorteile und sind bereit, mitzuspielen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren an eine Tankstelle und tanken in nur 3 bis 5 Minuten, schneller als einen Kaffee zu holen. Keine stundenlangen Ladezeiten, kein Warten, einfach schnell, unkompliziert und zurück auf die Straße. Das ist ein echter Wendepunkt, besonders für Langstreckenfahrer und fleißige Flotten, die keine Zeit zu verlieren haben. Und die Reichweite? Wasserstoffautos machen keine halben Sachen. Wir sprechen von über 500 Meilen mit einer einzigen Tankfüllung. Genug.
um Autobahnfahrten mühelos zu bewältigen, ohne ins Schwitzen zu geraten oder nach der nächsten Tankstelle zu suchen. All das mit 0 Emissionen am Auspuff. Nur sauberer, unsichtbarer Wasserdampf im Rückspiegel. Sicher, Elektrofahrzeuge sind großartig. Aber Wasserstoff? Er hat seine eigene Art von Magie. Besonders wenn er aus grünen Quellen wie Wind- oder Solarenergie stammt. Dann wird es richtig spannend. Denn dann reduzieren wir nicht nur die Emissionen des Autos, wir machen das gesamte System von Anfang bis Ende umweltfreundlich. Im Gegensatz zu Elektrofahrzeugen, die auf große Lithiumbatterien angewiesen sind, die Bergbau und Ressourcen erfordern, überspringen Wasserstofffahrzeuge diesen Teil vollständig. Weniger Umweltauswirkungen, weniger Belastung für die Erde. Und hier kommt der Clou. Wasserstoff kann überschüssige erneuerbare Energie speichern, Sonnen- und Windenergie für einen regnerischen Tag aufbewahren. Wörtlich. Er balanciert das Netz aus, glättet die Spitzen und Täler der sauberen Energie und hält den Energiefluss aufrecht, wenn die Natur eine Pause einlegt. Deshalb ist grüner Wasserstoff der wertvollste Spieler im Spiel der sauberen Energie. Er wird durch die Spaltung von Wasser mit sauberem Strom hergestellt, keine Verschmutzung, kein Drama. Er treibt nicht nur Autos an, er packt auch die großen Herausforderungen an. Denken Sie an Fabriken, Schiffe, Flugzeuge und schwere Lastwagen, die Batterien noch nicht gut bewältigen können. Hier kommt Wasserstoff ins Spiel, wo Batterien an ihre Grenzen stoßen. Seine hohe Energiedichte macht ihn zum perfekten Kraftstoff für die Giganten der Straße, des Meeres und des Himmels. Er ist leicht, leistungsstark, schnell zu betanken und hat eine große Reichweite. Er hilft bereits dabei, Emissionen in Bereichen zu reduzieren, in denen sonst nichts funktioniert. Von Stahlwerken bis zu Chemiefabriken verdrängt Wasserstoff fossile Brennstoffe. Länder, die mit reichlich Sonnenschein oder endlosem Wind gesegnet sind, könnten zu grünen Wasserstoffkraftwerken werden und saubere Energie statt Öl oder Gas exportieren. Das ist die Art von Wandel, die die Spielregeln der Energieversorgung neu schreibt. Natürlich ist der Weg zu einer wasserstoffbetriebenen Zukunft nicht ohne Herausforderungen. Wir brauchen mehr Tankstellen, erschwinglichere Autos und ein erhebliches Maß an Bewusstsein. Aber die Technologie ist bereit. Die Vorteile sind enorm und die Dynamik nimmt zu. Im großen Ganzen sind Elektrofahrzeuge und Wasserstoffautos keine Rivalen. Sie sind Teamkollegen. Jeder spielt eine Rolle. Elektrofahrzeuge dominieren die Stadt. Wasserstoff regiert die Langstrecke. Gemeinsam ebnen sie den Weg zu einer grüneren, intelligenteren und saubereren Welt. Erleben wir also den Beginn einer Wasserstoffrevolution? Ganz sicher. Vielen Dank, dass Sie mit uns unterwegs waren. Wenn Ihnen dieser tiefgehende Einblick gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Hinterlassen Sie uns einen Kommentar und vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren, damit Sie nie einen Blick in die Zukunft der Mobilität verpassen. Wir sind bald zurück. Auf Wiedersehen und bis bald.